Herzlich willkommen bei Klavierlernen mit Melanie. In diesem Tutorial zeige ich dir 5 Popmusikrhythmen fürs Klavier. Vielleicht geht es dir auch so, dass dir manchmal die Ideen für Rhythmen am Klavier ausgehen. Bleib unbedingt dran, denn hier kommt neue Inspiration. Egal, ob du einen Song begleiten möchtest oder einfach neue Rhythmen suchst, um ein bisschen für dich selbst zu improvisieren, das Tolle ist, du kannst diese Rhythmen auf jede beliebige Akkordfolge anwenden. Unsere Akkordfolge lautet G-Moll, D-Moll, C-Dur, G-Moll. Also, wir haben in der rechten Hand einmal G-Moll in Grundstellung, dann den D-Moll-Akkord in der zweiten Umkehrung, dann den C-Dur-Akkord auch in der zweiten Umkehrung und zurück zum G-Moll. Das spielen wir am besten erstmal ein paar Mal hintereinander, nur mit der rechten Hand. Wenn das klappt, nehmen wir die Oktaven im Bass dazu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rhythmusidee Nummer 1. Jetzt bauen wir eine kleine rhythmische Raffinesse ein. Und zwar wechseln wir immer den zweiten Akkord schon auf der 4 und. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Rhythmusidee Nummer 2. Hier erreichen wir eine Auflockerung vom Rhythmus, indem wir eine kleine Melodie einbauen. Und zwar, wenn wir jetzt den G-Moll-Akkord haben, dann spielen wir den der Reihe nach einmal aufwärts und dann gehen wir wieder zurück zur Terz. Und zwar nehmen wir noch den Ton, der dazwischen liegt, einmal mit. Also. Ja, und in der Akkordverbindung machen wir es dann so, wir spielen auf der 1 einmal den gesamten Akkord an und auf der 2 und geht es dann los mit den Tönen aufwärts. Also 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und. Das gleiche machen wir auch beim D-Moll-Akkord. 1, 2 und 3 und 4 und. 1, 2 und 3 und 4 und. Beim C-Dur-Akkord genau das gleiche. 1, 2 und 3 und 4 und dann wieder zurück zum G-Moll-Akkord. 1, 2 und 3 und 4 und. Zusammen mit dem Bass hört sich das dann so an. Rhythmusidee Nummer 3. Hier spielen wir die Akkorde in der rechten Hand auf der Zählzeit 1, 2 und 4. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Auf der Tastatur klingt das Ganze dann so. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und
dieser Rhythmus gefällt, dann schau doch auf jeden Fall auch später nochmal in dieses Video hier rein mit dem cinematischen 3-3-2-Muster. Ich denke, das wird dir dann auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Rhythmusidee Nummer 4. Diese Rhythmusidee leitet sich aus dem vorherigen Rhythmus ab. Nur, dass wir hier die Töne vom Akkord nicht gleichzeitig anschlagen, sondern nacheinander. Und zwar zweimal, indem wir von oben nach unten spielen. Und dann nochmal von oben, aber nur die oberen beiden Töne. Also so. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Zusammen mit dem Bass. Und vielleicht hast du es gehört, und zwar auf der 1, auf der 2 und auf der 4 lagen jeweils Betonungen. Und wenn wir nochmal uns zurückerinnern an den Rhythmus davor, dann hatten wir ja 1 und 2 und 3 und 4 und. Das heißt, genau hier liegen die Betonungen, wenn wir die Akkorde jetzt so aufbrechen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Ja, und ich denke, man hört die Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Rhythmen und die kann man dann auch ganz gut im Wechsel spielen. Rhythmusidee Nummer 5. Jetzt kommt noch ein ganz elementarer Rhythmus, den du auf jeden Fall zum Begleiten kennen solltest. Und zwar machen wir es so: Wir splitten den Akkord auf, und zwar wir spielen immer die oberen beiden Töne gemeinsam und spielen die dann im Wechsel mit dem Ton, der auf dem Daumen liegt. Also wie bei einer Wippe, oben sitzen zwei und unten sitzt einer. Ja, und dieses Prinzip lässt sich jetzt auch wieder auf jeden Akkord anwenden. Dabei ist es auch egal, um welche Umkehrung es sich handelt. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt bei unserem D-Moll-Akkord machen, der ist ja hier in der zweiten Umkehrung, aber hier nehmen wir auch wieder die oberen beiden Töne und wechseln die mit dem Daumen ab. Beim C-Dur auch und beim G-Moll auch. Und zusammen mit dem Bass ist es dann so. Ja, und so hat man jede Menge Variationen und kann dann einfach mit Akkordfolgen viel kreativer werden. Am Schluss spielen wir jetzt nochmal alle Rhythmen, die wir jetzt kennengelernt haben, hintereinander weg. Also, los geht's! 1, 2, 3, 4.
Wenn dir das Video gefallen hat, dann denke auch unbedingt daran, den Kanal zu abonnieren. Und hier findest du noch weitere tolle Tipps und Tricks mit dem Klavierspielen nach Akkorden. Und wenn dir dieser 3-3-2-Rhythmus gut gefallen hat, dann schau nochmal in dieses Video hier rein. Also dann, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, deine Melanie.